beten. Gott, im Frühen Himmel, wie kommt du dieses schöne Sinnesmorgens? Gott, danke, dass du uns Leib hast. Danke, dass du mit uns bist. Gott, du hast uns diesen Tag gegeben. Und einzig und allein du hast die Kraft und das tun. Und wir sind dir gedankt, Gott. Gott, danke für jeden einen, der hier ist mitgekommen, der hat Interesse, Verlangen und Hunger in die gute Hart. Gott, du musst jeden einen segnen, musst du dir Worten breit machen, der Urbuch machen, dass ich kann hören, was am Englisch von anderen Personen hier. Und Gott, wir beten auch für Personen, die krank sind, musst du mit dir sein, musst du dir Heilung schenken, und besonders beten wir für Arnoldo Lozano, die Operation gehört, musst du ansehen, musst du geben, dass wir können heilen. Er redet von Anmachlichkeit werden, musst du das wahrnehmen, musst du an Not, Kraft und Fähigkeit geben, in sein Leben wieder zu tun. Gott, wir können uns dort überschmecken, uns gut sein, aber wir werden leider sehen, musst du geben, dass wir wieder tun. In die Erde, Luther auch, mein Pastor Henry, musst du auch segnen und auch der wird geben, der reden, was die Besten an und besonders tun. Amen. Okay, God is for us. Wie so eine Gruppe kann noch nicht so gut Deutsch als was andere, aber heel schocklich, ja. So, wir haben über Absturz, fällt von Friedstuhl ab. Peter en Helena Dijk hadden ihnen Tochter, Gabriela, die wir den Mann 20 geworden, noch gerade in Singen. Und Thomas als geplant, nächste Sonntag Numera, und dort wat hier bij de track zijn, dort war erst in zwei Gruppen gedaan, wo zijn beste die waren, die hier bij de track Gruppen getroffen, und beste waren wie ein Riefer, so nächste Sonntag Numera, und Klanti als noch nicht übergeht, so, man haben Klanti ist bestimmt das,
dan wordt eigenlijk bekondigd worden. En dan nächste zondag, am 20. wordt dan weer weg zijn. En they were not on a point local, they can't come wegen the government restrictions, so what up the continent were. And but I what the word about members were, what I think members sent here in this track, what the word about media were, when you were about Henry Rarkov or Henry Amro, White dat kan je doen met dit hal, je maakt hal als lieder. En dankzij voor al die wat van die nominations for the deacon and lay minister, and the numerous were both available then. And the offering pays enough for the 376, and veel dankzij Luther. And offering deze zondag als een basket doorheen van jullie kunnen. Kan je een offering doen aan, oder e-transfer, dus om bekend met ons, also als je MGC donations@hotmail.com, dan kan je een e-transfer aanzetten. En de Emma Buurtlas, de als de FM transmitter 89.1 in county.1. Want de samzaak in een podcast, die kan do the message and the track of our Thank you. Next, let us, because he lives.
morning. Sehr schön hier zu sein von der Morgens Vader. Sehr welcome hier für ihn alle. Für die, die hier so band sind und die, die on Livestream sind. Wenn die Menschen büten sind, dann kicken ihr Livestream und ihr Leute würden über Radio hören, über FM Radio. Ich kann nur 89.1. Und ich weiß nicht, wie weit wir reden. Ich sehe das ihr schon, aber lasst uns wieder den Proben, aber Probe stellen, dann können wir das von uns tschüss, das ist eine Mail offen hier, können wir das fein klar hören. Aber für sie noch dann wird es dunkel hier so, und dann probieren wir das hier weiter, haben wir dem, was diese dich bewohnt, und die wohnen bloß ein paar Blöcke von hier, und die können natürlich nicht hören, so die fuhren hier dann, wir können bloß Großbüter im Haft hier, so können das hören. Also ab und Haft kann ihr das hören, so wenn die bieten erst, und die über Livestream kicken, kann ihr auch über FM Transmitter hören und 89.1. Naja, wir werden in der Botschaft gehen, aber erst wieder, werden wir noch zu beten. Himmlische Vater, danke schön von der Marius, für mit uns dann. Danke schön für deine Gnade. Danke schön auch für den Regen, was wir haben. Vater, wir freuen uns, dass du mächtig bist. Wir freuen uns, dass du das alle an Hand hast und wir nicht dürfen durch das Eva. So, Herr Gott, von der Marius, wo wir in der Botschaft gehen, ich freue für den Sehen, ich freue für deine Salbung. Und ich freue, Herr Gott, dass du uns heute aufmerken und zu uns reden und dass wir die besser kennenlernen durch das. So, Vater, wir danken und preisen dir dafür in Jesus' Namen. Amen. Naja, für die von Ihnen, die so in der Ferienweg sind, hier warst, oder über Livestream gekickt haben, die weten dann, dass wir vom Ferienweg noch ein Thema an von 2. Johannes durchkicken. Das will ich für 2 Sendungen tun, und so von der war wieder der zweite Part tun. Was wir Ferienweg sagen, das Kart abgeführt, ist, dass Johannes hier redet, von wir sollen in Wahrheit wandeln, wir sollen in Wahrheit gehen. So, das anders ist für die Wahrheit bloß anstehen, in die Wahrheit bewahren. Wenn ich wel de Wahrheit bewahren, dann wenn ich glaube, dass du aardig bist, dann muss ich immer, dann ich gehen die und du bist je in mir, und dann ist es ein Kampf zwischen 2 Menschen, und dann schließt sich mal einer raufbacken und der andere, der steht am Beruf. Und das wirklich nicht gut, um die Gemeinschaft bühen, das nicht gut, um das Evangelium verkennen, das nicht gut, um die Kirche abbühen. Und so, was Johannes sagen, ist, wir sollen in die Wahrheit gehen. Nicht bloß von der Wahrheit reden, aber wenn wir für die Wahrheit anstehen, ans Wandel, wo wir das Leben tun, als ans Geradste, was wir können tun, wo wir das meiste mit erreichen können. So, wir sagen dort auch, er redet von Feierdingen. Er sagt, als die Wahrheit. Und er sagt, wir sollen in der Wahrheit leben, wir sollen gehen. Und er sagt, der handelt sich um den Vater und der handelt sich um den Sehen. Und so, das sind die Feierdinge, was er in der Ferienweg in der Port erwähnt hat, uitreichend hat. Und von der werden wir in den nächsten Part kicken. Ich war dort an der Wand noch dagen, für die werden wir mitlesen. Aber wenn ihr eine Bibel mit haben, ich will immer Mut sprechen, dass ihr dann in eine Bibel aufdecken und mitlesen tun, dass ihr die Umstände auch alle bekicken. Aber ich will von der kicken, besonders von Vers 7 bis Vers 11. So, werden wir das lesen. Wir sind viele Verlehrer in der Welt nennen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus als Mensch mit Fleisch und Blut gekommen ist. So wie sich die Verlehrer in jeden Christ. Passt auf, dass sie nicht verlieren, wofür sie Arbeit haben. Sie sollen jenen vollen Lohn kriegen. Wer in Christus in eine Lehre rückgeht und nicht über einen bleibt, der hat Gott nicht. Wer in Christus in eine Lehre bleibt, der hat bei dem Vater und auch den Sehen. Und wer nur jün kämpft und diese Lehre nicht bringt, dem nehmt nicht in jün Hüs an und begreist den auch nicht. Wer seine begreist, nimmt den Port und er beide Worken. Hier sind ein paar Dinge, die ich will erwähnen von diesem Aufschnitt hier so. Nachdem Johannes hier redet von, wir sollen in Wahrheit wandeln. Und wenn wir kicken dann Ferienweg, die erste Satz falsch, er sagt, wandelt gut in der Wahrheit, ist so das Wort, wir tun sollen. Und von der ersten Aufschnitt in Vers 7 durch auf, sagt er, warum wir das tun sollen. So nachdem, die erste Satz falsch, was sollen wir tun? In der Wahrheit gehen, in der Wahrheit leben, in der Wahrheit wandeln. Und wo wir sollen wir tun? Das, was wir von der kicken tun. Wenn wir kicken tun, nur den 7. Vers, er sagt, dass sind Fehler, die sind in der Welt nennen. So, das meint dann so viel, dass die sind nicht bloß in der Welt gewasst, die sind Import von der Versammlung gewasst. Die 9. Vers, er sagt, dass sogar, dass die, was so, wer Christus in der Lehre rückgeht und nicht übernehmen bleibt, der hat Gott nicht.
So hier sind Menschen gewast, die sind ein Port von der Versammlung gewast. Das meint nicht unbedingt, dass der Herr Jesus angenommen. Das meint nicht unbedingt, dass der Herr die Wahrheit läuft. Oder die sind ein Port von der Versammlung gewast, und nun sind die rübergegangen. Und das ist interessant, dass er das bemerken, er sagt, die sind rübergegangen in der Welt nähern. So, das sind Menschen, die sich an Tüß gemerkt in der Kirche, und das lässt einfach vollständig so, dass der Herr Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und so sind die Menschen von der und nach 2000 Jahren Luther, sind noch immer Menschen, die posten irgendwo mehr in dieser Versammlung, jener Versammlung, die posten irgendwo näher, und wir glauben einfach, das sind wahre geborene Menschen in der Hand, aber nicht Jesus. Und das ist, wo Johannes von reden, der sagt, die sind Menschen, die sind im Port von jener Versammlung gewast, und die sind rausgegangen. Und nun kommt er mit einer anderen Lehre näher. So, er sagt, das ist die Ursache. Der griechische, hier, Vers 7, sagt aber, du wehen. Sieht aufmerksam. Passt ab. So, wo wir ihn selber in der Worte wollen, willst du sind, Menschen richtig gehen. Der Plattdeutsche sagt, du sind, aber da will wir noch keine Vers sagen, willst du sind, viele Menschen richtig gehen. So, Johannes heißt aufmerksam zu der Kirche. Er merkte aufmerksam. Du sind Menschen, manche und gewast, die liegen in Seier in der Fall von Christus. Und die sind aber rübergegangen, und nu kommen die mit einer falschen Lehre drei. Was ist die falsche Lehre, was die haben? Er sagt das einfach in den 7. Vers. Er sagt, dass die falsche Lehre, was die haben, ist, die bekennen nicht, dass Jesus Christus aus Mensch und Fleisch und Blut gekommen ist. In anderen wird gesagt, wenn Jesus nicht als Mensch gekommen ist, Fleisch und Blut, dann hat er nicht erregt mit seinem Tod. Wenn Jesus nicht wirklich ist, dann ist das Evangelium nicht. So das, was hier sagen, so diese Menschen, die kommen in die Kirche näher und die sagen, oh, Jesus wird nicht wirklich. Jesus wird nicht wirklich hier als Mensch geboren. Das ist eine Geschichte, was verteilt ist. Dann verteilt wird dann zu der Zeit. Und so das ist ein Part davon. Und weil ihr das noch die Juden-Botschaft, was die da haben. So die Juden-Botschaft ist da, dass jemanden die Regeln nur fallen, jemanden die Ordnung nur fallen, und so eine Sachen ist dort. So hier so, Johannes sagt, das sind Menschen, die lauten Christen, die sind aber rübergegangen. Ein Beispiel von Werot Luton Day, das ist Jahr 3, wir wohnen in Texas, in Seminole, Texas, und wir haben mal gewusst, dass wir wissen, dass das erste Werk ein Stein dreht. Und so, wir wollen das groß sein, und das ist anders, als wenn wir hier so groß sein. Hier sind Tina und ich, wir den 2 Weg 3, die wir groß sein. Und weißt du, was wir tun? Wir mögen die dreht, wir mögen das Glück. Streiten het uit, houden het best traag, wässern dort, hielden het not, dan werkt Luther en spürst er alle weer veel. Schoss sehr fan. Aber in Seminole, Texas, die wird ein bisschen anders. Sehr Sonnenland, in der bubische Schal, die dreht sehr busig uit, und so wie die das selber, wir mögen das alles schmeckt leck, und dann die wir groß dort uitstreien, und wir wässern dort, und wir wässern dort, und wir hielden das not. En dan met eenmaal een paar weken later, dan vangt er aan uit te spreken. En wie vreden had. Oh, maar het ging ganz schijn. Du kwam groß uit. Maar wat er passieren deed, is een maand later, dan waren we maar eenmaal aan dat een grote part van wat er opgekomen was, wir nicht wirklich, was wir gesagt hadden. Dat Leid krijgt wat we gesagt hadden. Maar du hast eine Art Speckergras, dat namen sie Graspers, en dat is interessante gras, dat kan zich de mank schlekken, wanneer mank breedbladige gras was, dan neemt dit breedbladige vorm aan. Dat kan de mank liggen. En wanneer man fijnbladige gras is, dan krijgt het fijne bladeren, dat kan zich de nens schlekken. Dat laat einfach krijgt een bad, die wapen uitkomt. So de gras, wat we da gezegd hadden, wanneer dat is wapen kreeg, dat kwam een paar kleine strengetjes, en weer het fijne zoet aan, en hebben we dat nog, dat van weer een frisch zijn. Maar nu is deze spekkergras dus komen, dan komen de grote wapen uit met spekkerste aan, en die dingen kan je mäßig losvoeren. So wat ik wil zeggen, is we zeiden gras, en mangt dat wat we gezegd hadden, we komen eenmaal zijn op wat de kracht bijleggen doet, wat de vrucht ervan is vandaag kwam. Dan zou je dat we ganz het Gegenteil van wat we gezegd hadden. En dit is wat Johannes hier zeggen deed. Hij zegt, du zijn mensen mank junt je vast. Die liggen in jun kracht. Dat laat ons de posten de bij. Die trekken zich zo anders hier. En die schmecken dat eten, wat je, die schmecken al dat eten, wat je hebt daar staan. Dat laat alle overeen. Die herken naar dezelfde boodschappen. Aber der ist eine andere Art Frucht, was von ihnen zurückkommt, wenn die haben nicht Jesus angenommen.
der haben eine Lehre, was du je Christus ist. Der haben eine Lehre, was du nicht dort unterstanden, was Jesus vom Fleisch gekommen ist. Er sagt in den, ich könnte es so mitdrehen, dass du so das lesen, dann schau ich mir dafür. Er sagt in den 8. Vers, er sagt, passt ab, dass ihr nicht verlieren, wofür ihr gearbeitet haben. Die sollen einen vollen Lohn kriegen. Und so hier, das haben wir in den Umständen, in dem Kontext davon, dass Paulus sagt, passt ab, dass ihr nicht falsche Lehren anlassen. Dann sagt er, passt ab, der Plot sagt, passt ab, und das ist wirklich eine gute Übersetzung, passt ab, dass ihr nicht verlieren, wofür ihr Arbeit habt. Und so hier sind wir das horchen, dann sagen wir, well, ich dachte, was wir uns lohnen, dass wir alles durch den Glauben, nicht so? Weil wir Jesus annehmen, dann haben wir uns Lohn, dann haben wir die Erfahrung, dann haben wir das ewige Leben, das dort nicht als Lohn. Von was redet Paulus, Johannes hier? Wo er von reden dat, als von dem Umstand von, wir dürfen sehr viele jüdische Menschen. Und ihr wisst, das jüdische Volk, der hat die Lehre, dass du musst was der Heilige holen, du musst beschnitten sein, und all diese Dinge, du musst all diese Ordnung fallen, du musst diese Gesetze fallen. Und so hier so, dieses Volk hat Johannes das Evangelium gepredigt, und andere Menschen auch, und nun kommt er zum Glauben. Die sind hier im Glauben, und die wohnen hier so, und Menschen von Besied, die kicken nu, und die sagen, okay, dort sind wir, die gesetzliche Menschen, nu haben die, was die sagen, Jesus eingenommen, nu haben die in Glauben an Jesus Christus, nu laat ihr Leben anders. Nu fangen die an zu kicken, dann kommen die mehr Menschen bei, die kommen von Büten, nicht bloß von den Juden, aber von den Heiden, von den Nicht-Juden, die kommen auch ein paar davon sein, und so dann die ganze Lehre von die meint Jesus Christus abführen, fängt an zu wachsen. Und dann sagt Johannes, passt ab, dass ihr das nicht verlieren, weil von was redet er? Weil er sagt, dass Menschen richtig gehen, und die bringen eine andere Lehre an, aber was ist die andere Lehre, was die bringen? Weil wenn wir mal bloß ein Beispiel nehmen von Galater Kapitel 4, Paulus, der hat dasselbe Umstand. In Galater Kapitel 4, wie Paulus, er predigt das Evangelium in der galatischen Kirche, und die werden auch alle Sorten Menschen. Kreuz ist ungefähr dieselbe Sorte Menschen, wie Johannes von reden hat. Sie sind Juden, was das sehr gesetzartig werden, und die sind die Nicht-Juden, was das Gesetz nicht kannten. Nun guckt mal, hier sind wir von beiden Sorten Menschen, die wir zum Glauben gekommen. Dann wollen wir hier so mal lesen von Vers 8 durch 11. Also, je Gott kennenlernen, wie an oft Jahre versklavt, die in Wirklichkeit nicht Jahre wären. Nun aber, dass die Gott haben kennengelernt, beter gesagt, dass er ihn gefangen hat, wurden weil die nun trägen und dort versklaven lassen, wovon die durch Christus frei geworden sind. Die holen ihn an besondere Fasttage in 4 Niemonen und andere Jordanstiden. Ich fürchte all auf meine Mühe und Arbeit beginnt nicht erst vergebens gewesen. In anderen Worten, ich fürchte, dass ich für alles verlieren, was ich beginnt gewonnen habe. Den Lohn, was ich diese habe, dass die Kirche wussten, dass die Menschen zukommen zum Glauben, ich fürchte, dass ich das alles verlieren. Aber wo wären die dort? Er sagt, kick mal, die wären Juden und die wären nicht Juden. Juden hatten gesagt, sie wären eine Aufjäter. Nicht-Juden hatten eine kleine haltende Klotz, was die Aufjäter wären. Und die haben dann alle beide losgelassen. Die sind zum Glauben gekommen. Und die sind frei geworden von einer Aufjäterie. Nun sagt Paulus hier so zu der galatische Gemeinde, er sagt, wo erst dort, als ihr Jesus kannten, dann wie ihr versklavt an diese Dinge. Nur, dass ihr Jesus kann, dass Jesus ihn gefangen hat, dass sie dann frei geworden von all dort. Nicht, weil die waren träge dort, weil die ihn frisch waren versklaven lassen. Nicht mal einmal sind ihnen waren all diese Dinge wichtig, all diese Helden Dinge wichtig, all diese kleinen Klatzen sind ihnen wichtig. Wenn die Meier von Galater lesen, von der Dämonen sich so beschneiden, das ist so wichtig. All diese Dinge, wo die so von Büten wiesen, dass die erreicht werden. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Und dann fangen die sich an zu meten. So, John, du darfst nicht, du darfst und diesen Tag das du schaffen? Da ist ein Tag mit besser als du. Also wir te meten dürfen nicht so. Ungefähr ist das passiert. Und Paulus sagt, die versklaven ihn daran. So der haben einen Metstock, wo man sich meten dann für die Erreichtigkeit, es werde Dollar erreicht, es wäre weniger erreicht erst. Und dort haben sich nicht um den Glauben. Dort haben sich alles, was von Büten zu meten ging. Und Paulus sagt, die wollen ihn wahr an all diese Dinge versklaven lassen, wovon Christus ihn hat frei gemacht. Ich kann sagen, das Wort Johannes, die auch mal kämpfen dort. Menschen, die wären Juden gewesen, in den jüdischen Glauben gewesen, die hatten Jesus angenommen und die wären frei von den jüdischen Gesetzen.
die wären nicht Juden, die hatten ihre Aufjäterie, die wären die Jesus gekommen, und die wären die frei von ihrer Aufjäterie. Aber in dort wären die Menschen, die nicht hier kamen, die wirklich nicht Jesus annehmen, und die posten hier so kreisen an, das leicht ist, die wären ein Port von der Gemeinde, das leicht ist, die wären ein Port von der Wahrheit über eine Gruppe Menschen, und nicht mehr einmal hastig, dann sagen sie, das können wir nicht tun, das können wir nicht tun. Und dann backen sie raus und bringen sie eine andere Linie an. Und dann sagt Johannes, passt ab, dass ihr nicht verlieren, was die gewonnen haben. Was haben die gewonnen? Weil die haben, was die nicht gewonnen haben, ist, die haben Schwung gekriegt, die Menschen in ihren Kirchen, in ihren Hörchen, und die drehen von ihrer Aufjäterie weichen, die drehen nur Gott. Die drehen nur Jesus Christus. Und nicht mehr einmal, dass diese Menschen rauskommen von ihnen, dann sagen sie, aber du musst die Schlaubergsen antreiben, aber du musst die dit antreiben, du musst dort, du musst du musst diese der, du musst die beschneiden, all diese verschiedene Dinge. Und dann gibt es eine Spülung in die Kirche. Dann gibt es eine Jagd. Und dann fangen die Menschen, die erst neugierig werden, zum sein, ist das wirklich wahr, was die tun? Ist das wirklich abrichtig? Die fangen an zu kicken und sagen, die fangen an zu zweifeln. Ist das doch mal einmal jant, oder ist das mal einmal jant, oder ist das wirklich das? Die sagen, die Schwung, die fängt an zu vernichten. Die fängt an zu verkäbeln. Und Johannes sagt, das ist eine Ursache, wo wir sollen in Wahrheit leben. Wenn wir in Wahrheit leben, dann haben wir nicht durch die Jagd über das Gesetz, dann haben wir nicht durch die Jagd über Aufjäterie, dann leben wir in der Wahrheit. Und wenn wir über diese Dinge jagen, dann verlieren wir den Schwung, was wir in Christus Jesus haben. Das meint nicht, dass wir Leben verlieren. Bitte versteh mir recht. Aber den Schwung, wo mit Menschen sich drehen um Jesus Christus. Und das ist schuld, wenn Christen die Schuld haben, durch an, dass Menschen wegdrehen von Jesus kommen. Das ist für Johannes von Reden. Aber er hat wieder in den nähenden Vers, und er sagt es dort, wer Christus in die Lehre rüttet und nicht die Bahnen bleibt, der hat Gott nicht. Und wer in Christus in die Lehre bleibt, der hat Bad den Führer in den Sehen. So hier, das gibt es andere Bilder. Und einer sieht, in Vers 8, sehen wir diese Menschen, die diese drei wollen das Gesetz, die wollen, die möchten weich sein zu meten, wie gleich das Wort in Glotte passiert hat. Und ein anderer sieht, dass Menschen, die sagen, well, das wird mir ein bisschen brechen. Wie kann ich dabei bleiben? Wir sind dabei, wie kann das? Aber das sind alles realistische Fakten, die haben so viel Ordnung, die haben so viele Grenzen, die kann nicht bleiben. Das macht mich nicht wirklich frei, das geht nicht schein, ich kann nicht tun, was ich will, dann muss ich zurückgehen von dir. Ungefähr den Gedanken, was hier so passieren wird. Und er sagt, die kommen, die horchen, aber die bleiben nicht bei. Die lassen sich dort nicht anwarten. Die kommen plötzlich von der Versammlung, aber das bringt mich zu sein. Heute vielleicht hier. Die Kirchmenschen, das sind alles altmodische Lied. Die sind nicht wirklich zu tun, wo die Welt von der aus. Heute muss ich hier irgendwer? Ich hatte fertig hier. Die Kirche, das für ihr scheinbar. Das ist ungefähr, was das passieren wird. So, an einer Hand, wir Menschen sagen, nee, diese Christen, die gehen zu weit, das ist zu frei mit ihr, wir machen weiter die Sachen stellen. Und der andere Seite sagt, die bringen mich zu sein. Was das Problem ist, die haben nicht eine gute Abfutung von was im Christentum ist. Die haben nicht eine gute Abfutung von was Grenzen sind. Ich habe einmal das erklärt. Wenn wir wollen verstehen, was Gott sein Ziel und sein Verlangen ist, dann haben wir vielleicht Gott, dass wir zurückkicken in die 10 Geboten. Zum Beispiel, in den 10 Geboten, da ist ein Gebot, das sagt, du sollst nicht stehlen. Und so einige Menschen, die in dieser Gruppe wären, die sagen, das mich zu sehr brechen, die würden sagen, was soll ich nicht stehlen? Die hast was mir jagen, das kann ich nicht tun. Warum will ich das nicht nehmen? Nicht so? Und das 8. Gebot, also du sollst nicht stehlen, 7 oder 8, das sagt, du sollst nicht stehlen, aber das ist nicht gemerkt, bloß um uns begrenzen, aber das ist gemerkt, um uns frei merken. Heute mal gedacht, wenn Gott sagt, du sollst das nicht tun, er sagt dort, um uns frei merken. Er hat eine Grenze gestellt und sagt, hier ist eine Band, kann ich leben, aber hier ist eine vorbei, sollst du nicht. So, wenn ich würde sein stehlen, so wenn ich laufe und ich habe was, ich will stehlen, dann werde ich von dir wieder einmal rankicken und sagen, was ihr sein für mich. Wann wird er kommen und holen sich das Träg? Was wird er zu den Nächsten sein, was ich für ein antriebbarer Mensch bin? Nicht so? So, dann werde ich einmal schaffen und dann werde ich einmal mich hier in die stellen. Das wird aber nicht, wenn ich stehlen will. Und so, wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen,
das nicht zu mir trägeln vom Leben, aber das zu mir frei merken, zu mit einem reinen gewassen Leben. Wenn die Bibel sagt, in das 7. Wort, du sollst nicht Ehe brechen, muss ich verstehen, dass die Kultur heute die Gedanken, dass Männer können viele früher haben. So, wenn ein Mann nicht zufrieden ist mit seinen Frühen, holt er sich nach Hause. Und dort ist Ehebruch. Und Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und so für diese Menschen hier in Johannes in der Titel, wir auch so die Menschen, die meist eine Früh haben. Und so, wenn die würden sagen, oh, kick mal, Jesus nur fallen, dann muss ich bloß eine Früh haben. Wo kann ich nicht meist eine Früh haben? Ich will jedoch meist eine Früh. Das bringt mich zu sein, dann will ich weiter rückkommen, dass ich mehr Früh haben. Und das 7. Wort sagt, du sollst nicht Ehe brechen, weil du das nicht zu uns begrenzen. Ja, das erste Mal begrenzen, aber das nicht zum uns begrenzen, dass wir nicht so ein schönes Leben haben. Aber wenn ich diese Ordnung hier streichen, dass ich nicht Ehe brechen, dann meint dann so viel, dann kann ich meine Früh mit meinem ganzen Hort leben. Dann brauche ich nicht meine Leib verdeilen zwischen 2 und meiner Früh. Dann brauche ich nicht meten und sagen, wenn ich gleich beter bin, dann sage ich treu zu einer Früh, mit meinem Hort, mit meinen Gedanken und mit meinem Körper, und dann kann ich auch vollständig leben. Sie kann dann mal einmal sein, dass die Boot, die soll sich Ehe brechen, das nächste sei eine Brick, als es erst eine Grenze, wo du kannst frei sein. Und dass die losmerken, dass du kannst vollständig in der Früh in den Morgen leben. Das wird das erst. Wenn Gott sagt, du sollst keine Jette haben, bitte mehr, dass wenn wir probieren, mit allen Sorten verschiedene Jette zu schmeicheln, wo wir niemals kennenlernen, wer Gott ist, woher uns Leben hat, wo wir können frei in Gott leben. Okay, sein, die Ordnung, die Grenzen, wo Gott anstellen wird, die sind, um uns merken, dass wir frei leben können, was er für uns will haben. Dann sind die Grenzen nicht um uns bringen, aber um uns helfen, dass wir wirklich leben. Und so hier haben wir diese Menschen in Johannes, in 2. Johannes, einige Menschen sagen, oh nee, wir müssen mehr Satzen haben. Die Christen, die sind nicht zu frei. Wir müssen mehr Satzen stellen. Und die anderen, die sagen auch noch nicht, die sagen, die haben zu viele Satzen. Ich kann nicht so leben, als ich will. Und alle beiden haben nicht ein gutes Verständnis von was Gott sein Hort ist. Gott sein Hort ist, dass wir kicken, was das Wort ist, und wir leben in dem Wort. Und das macht uns frei zum Leben, so es Gott will. Das macht mich frei, dass ich die Nächsten leben mit einem reinen Hort. Das macht mich frei, dass ich treu sein zu meinen Früh. Das macht mich frei, dass ich mit einem reinen Gewässer leben. Ich darf nicht stehlen, ich kann einfach aufrichtig sein. Das macht mich frei, dass ich Gott leben. Ich darf auch nicht vermeten mit anderen Menschen. Und das ist der Kampf, wo Johannes mit hat, wo die Menschen das mit haben. Er sagt, lasst seine Menschen nicht nennen, zum Rechten, zum eine Lehre nehmen bringen. Und so, der Weg, wo wir das tun können, ist mit in Wort leben. Noch ein Weg, um das zu erklären, ist mit einem Budget. Wer kennt ein Budget? Weißt ihr alle, was ein Budget ist? Oh, es ist ein mal offen mit einem Budget, das ich gefragt. Oh, was ich gefragt. Wir haben dann den Hofans gefragt. Dann sehen wir, okay, so viel braucht wir diese Mann zum Eten kaufen, so viel braucht wir zum Gasoline kaufen, so viel braucht wir zum Vierbild bezahlen, so viel braucht wir für das, so viel braucht wir für dort. Und dann haben wir das Geld alle in diese Gefricks stoppen, haben alle umgegeben. Und dann nach einmal fällt mir nach das bei, dann jankt mir nach das. Und wir haben keinen Gefrick für das. Das passt nicht in einen von diesen Gefricks nennen. Nimm mal einmal als das Budget, der bringt mir da hängen, du kannst nicht tun, was ich will. Nicht so? Und aber ich ihn fragt, und sie dort erst wird diese Menschen sagen, no, der Christentum bringt mir da hängen fast, ich kann nicht tun, was ich will. Aber dann, als wir es lehren, was das Budget tut, dann haben wir einmal ein wie, okay, wir haben hier so einen Quark, wenn wir wollen im Restaurant fahren, haben wir wissen, was wir alle Toolachten sind antulden. Und dann haben wir einmal Vater und gesagt, hey, wir würden vor allem gleich vorne einen Hamburger kaufen. Ich würde nennen, das hilft. Weißt du, was das tut? Die haben all den Zweifel weg, habe ich Freiheit zu tun oder nicht? Nimm mir das frei, wenn ich besonders Geld weggelegt für das. Ich darf von das noch nicht nehmen, wenn ich mir das frei gemerkt, um das zu tun. Und das für Gott seine Ordnung auf das. Das merkt uns frei zum verarm Leben. Das merkt uns frei zum arm nur folgen. Das merkt uns frei zum aufrichtig sein. Das merkt uns frei zum Leben in Leben, in der Wahrheit leben. Und das ist der Kampf, noch immer war, wo Johannes mit kämpfen, die Charakter so, Menschen wollen Jesus nennen, denn die Christen werden zu frei. Aber Menschen, die wollen sein, dass die Christen sind zu gesetzlich, die passt wir nicht nennen. Und die haben alle beiden nicht ein Verständnis von was Gott sein hat für. Und das ist, wie wir in Johannes sagt, wir müssen in Wahrheit leben.
in Wahrheit leben. Nicht bloß von der Wahrheit hören, aber wir müssen in Wahrheit leben. So die Frage ist, wo weit wir dann mit Wahrheit ist? Wo können wir weiten, als wir die Wahrheit haben, und es steht in dicht bei der Wahrheit? Was ist der Unterschied? Wo können wir weiten? Weil ich will zum Beispiel, weil ich nur Hiob kicken. Ich kann Hiob seine Geschichte vielleicht auch gut nicht so. Haben wir einen Mann, die Bibel sagt, er wir ein abreicher Mensch. Haben wir ein gescheiter Mann. Und das scheint sich so, dass ein Tag dann wir den so tun, so, dass Gott die bewahrt den Jesaja, den Hiob. Und er sagt zu Gott, er sagt, die Ursache, wegen Hiob die drei erstes, wegen du beschützt am Jesaja, du bewahrst am Jesaja. Wenn du mal was deine Hand wegnehmen, dann wird er die pflegen. Und so Gott sagte den Sohn, sagte, du früher kostet die Hand am Vernichten. Und er nimmt seinen Haben geweicht, er nimmt seine Familie weicht, lässt einmal seine Früh so, aber lässt seine Kinder, kommen alle zu Tod, die Schwiersehens und Schwierreichte, kommt zu Tod. Das ist sehr traurig. Und dann über dem, dann er kriegt schwer, er kriegt alle Sachen schwerst, aber das Kita und das jetzt nicht scheinen, hat Video, und er sagte beten, und dann kommen drei von seinen Freunden daheim. Und die drei Freunde kommen, und für eine Weg, dann sind sie duldig. Die saßen da und die kicken, und ich stelle mir vor, der jammert das wirklich über diesen Hiob. Und der hat gefragt. Aber dann ein Tag, dann wird die Geduld auch zum Ende kommen. So, wie weit, wenn wir zu lange geduldig sind, dann kommt das zu eng. Und dann mal einmal, dann fangen die an zu grumm sein, und dann sagen sie, kick mal hier. Diese Sachen, was hier in deinem Leben passieren, das wisst, dass du ein sinnlicher Mensch bist. Das wisst, was du für Sinn in deinem Leben hast. Gott wird niemals lassen, seine Dinge zu passieren für einen Menschen, der erreicht ist. Das wisst, dass du nicht erreicht bist, dass du bist voll Sinn. Und hier der Herr den Wassertit noch. Er lässt dir reden. Aber dann der dachte, kommt, dann verteidigt er dich doch. Er bewahrt dich. Er glaubt, er macht Anstrengung für die Wahrheit. Und er tut. Aber dann, der Kämpfer tut, er wird verdrisslich. Und dann kommen wir bei diesem Aufschnitt hier so, und dann redet er zu Gott. Ich will haben wir sollen horchen, wo er zu Gott reden wird. Und er bleibt nicht bei dir, aber das ist sehr interessant. Er sagt zu Gott, ich frage bloß nur zwei Dinge, dann will ich mich nicht für die verstärken. Nimm deine Hand weg über mich und ängst mich nicht mehr mit den Schrecken. So ein anderer wird gesagt, Gott, du bist tödlich bei, ich habe zu viel bei dir, von dir grill mich nicht mehr. Hier heißt mal Vers 22. Dann raubt mich und ich will antworten. Oder, lass mich reden und du mir antworten. Er stellt sich ungefähr, er ist verdrisslich, er hat Video und er sagt, Gott, du kannst mir reden, dann will ich antworten. Oder ich will reden und du kannst antworten. Der fängt an zu sagen, Gott, du bist vielleicht nicht ganz reich. Nu will ich dir mal auf die Probe stellen und kannst du antworten. Er hat wieder Vers 23. Was habe ich versündigt, verschuldigt? Was werde ich erreicht? Lass mich weiten, wo ich zu weit gegangen bin, oder wo ich gesündigt habe. In anderen wird gesagt, ich bin aufrichtig gewesen in der ganzen Zeit, und du hast mich arg behandelt, wies mir, wo meine Schuld ist. Er muss sich rechtstellen, so. Er hat den Not, die Fall, der Heimat wiesen, dass er aufrichtig ist und der Gott einen Fehler gemerkt hat. Er hat wieder. Ich habe du bist bei 24, du boven dabei, wenn ich wieder lesen dort. Warum lasst du die nicht sein? Und das, wenn ich den Feind sehe. Warst du so ein verpitchtes Blut aus mir Ängsten? Oder so einen 3,5 Stunden? Sondern wie gesagt, Gott, wo kickst du fragt an mich? Was tust du? Wo nimmst du diese 8 Meter, du mich bestrafen? Das heißt, ziemlich jeden an. Kann ich mir feststellen, wer wird sein, dass dort zu Gott reden? Hast du dich dort von jemandem wer übernommen? Irgendwer? Ich nicht. Ich glaube, ich würde mich schämen, um das dort reden zu Gott. Aber hier habt ihr dort. Wo wären der dort? Wenn er redet über seine Fall. Er redet, er feilt, dass Gott hat ihm arg behandelt. Wenn wir haben seine 3 Freunde, haben ihn versaßt, 7 der beschuldigt, 3 der beschuldigt, versaßt, 7 der gehört, wir haben so für ein paar der bloß beschuldigt, grülich sehr, die sagt für arg wir, und er glaubt bloß einfach, der sind Lehner, und nun fängt er an zu glauben, dass Gott ist jeden an. Dann hat er diese Rede, Gott, du, hör ich mal, ich will reden, dann darfst du zu mir antworten. Aber seine Anstellung, der ändert noch, der bleibt nicht so dort.
Kijk mal naar den 42. Kapitel. En nu is dat dan, de gaan allemaal een duilmeier vertaald, voor aardige aas en voor ascherlijke aas, daar hebben we te God reden te staat en al deze dingen, die de vrienden hebben alles recht gezegd. En dan in den 41. Vers dan der Gott mal reden te Hiob. Hiob ook zijn vriend. Dan redt Gott sehr klar te aan. En nu heißt mal nu, komt hij tre nu dem, wat Gott am geredet heeft. En Hiob zegt te dem Herrn, ik beken dat u alles kost. Die is nicht allmählich, wenn du was planst. Du fragst, wer echt läuft, dass du wirst, dass ich die verhaben in die Frau stellt. In eine Frau stellt. Nu weet ik, hört mal dit. Nu weet ik dat van wat red. Nu weet ik dat ik van wat red, wanneer ik het niet weet en hoe het wat ik niet verstand. So, hij zegt, nu weet ik dat ik red van zin, wat ik niet van kan. Ik weet dat ik zijn buiten im strekje was, als ik te dieses tot reden deed. Vers 4. Du siehst, ik zal stil zijn en horchen en antwoorden op wat du rust. Ik wist bloos, ik wist van die bloos, wat ik gehoord had. Maar nu heb ik die zelfs te zijn gekregen. En doordat beken ik, wo schuldig ik zie in prache en ihren Arsch auf. Hij zijn de onderscheid. Eerst dag hij weer reich, dan zegt er Gott, du reich. Ik wil die offeren, dan kost du mij antwoorden. En nu heeft Gott aan geredet. Nu maar eenmaal heeft hij een andere aanzicht gekregen. Nu zit hij er werkelijk eerst, dan zegt hij dit. Hij zegt, Gott, ik weet dat als ik vertalen deed, ik wist niet van wat ik red. En hij zegt, nu kan ik zijn dat we schuldig ik zie en praten am hierof. Wat wird der Unterschied? Was wird hier passiert? Da an diese Ändernis bracht. Dat eingedenk wordt verändert. Wir sind Umstände, wir noch nicht verbessert. Hij nog helemaal krijgt het schwer. Hij nog krijgt het vriend. De vertalen krijgt het nu recht wat de is steden. Dat eingedenk wordt de Unterschied weer. Hij zegt, nu heb ik die geseinen. Hat er hem werkelijk gezien? Nee, Gott hat geredet. Aber dat wir so klar te hier, dat in zijn hart, in zijn gedachten, nu heeft hij gezien wie Gott is. En andere wie gezegd, nu hat hij een ervarenheid gehoord met de woordheid. Eerst had hij bloos van hem gehoord. Nu alles wat hij van Gott wist, is wat van hem gezegd worden. Nu met eenmaal, nu had hij persoonlijk een ervarenheid met hem. Dat ändert zijn ganzes leven. Dat ändert wie hij dingen aankijken deed. Dat we een ganz niet denk verheer. Wanneer we willen in waarheid leven, dat ik niet toe, dat we nu daar komen wat we van andere mensen horen. Dat ik niet toe dat we bloos naar de kerk komen en harken in de boodschap. Dat ik niet toe wat we in de zindagsschuld gehoord hebben. Wanneer we willen in waarheid leven, dan moeten we de waarheid kennen. Wanneer we willen de waarheid kennen, dan moeten we de waarheid lezen. Dan brauchen wir, dat we een persoonlijke ervarenheid hebben met Jezus Christus. Wanneer du ware geboren bist, dann hast du eine Erfarenheit mit ihm. Aber hij wil haben dieses Wissen in der Gemeinschaft, dat du kannst wohnen, dat du kannst gehen in die Wahrheit. Und das meint dann, dass die Gemeinschaft immer wieder gehen. Und das regt nicht zu, dass wir bloß nicht dort reichen, was ein Prediger sagt, regt nicht zu, dass wir dort reichen, was unsere Nubers sagen, was unsere Eltern uns vertelt haben, wann das alles gut ist. Aber blieft nicht bei dort. Wann wir wollen in der Wahrheit leben, wann wir wollen in der Wahrheit wohnen, dann brauchen wir, dass wir persönlich mit uns vorgetan sind. Dass wir persönlich in der Wahrheit leben. Das ist mal bloß dann, dass wir einzig und wir alle taub. Wir wissen, was die Wahrheit ist, und dann, wir können in die Wahrheit gehen. Bloß wenn wir nach Gott taub sind. Bloß dann. Hiob, er dachte, er hat reich. Er hat Deutlichkeit von Gott und er dachte, er hat erreicht. Dann will er sich Gott sagen, du antwortest mir. Aber als er eine Erfarenheit hat mit Gott, dann sagt er, ich weiß nicht, von was ich rede. Ich kann bloß, was ich gehört habe. Nu weiß ich, wer du bist. Er sagt, Johannes, er arbeitet mit diesen Menschen.
Wir wären die Menschen, dass die hatten, was es gehört von Gott, und die saßen in nur noch von Jesus und kicken nur die Christen, und die dachten, well, das kann sein, aber wir machen nach diese Satzen haben. Wir können nicht ganz in die Wahrheit anrutschen, wir machen nach Basti bei uns alles holen. Dann wären die anderen, die sagen, die Christen, die haben das gut, aber das geht nicht weit noch. Wir machen wirklich können so leben, als ich will. Und wir wollen frei sein, aber ich will, ich kann tun, was ich will. Und alle Berggruppen wissen nicht, was die Wahrheit wir. Und Johannes sagt, wandelt. Die haben die Wahrheit gekriegt, wandelt, lebt, gut, wandelt in dieser Wahrheit. Und die weicht um die Wahrheit weiten, als in die Wahrheit leben. So, das ist mein Befehl für uns als Kirche von der, als die, was wir hier werden sind, und die, was on Livestream sind, was hier im Port sind von MGC, oder das Türkiker, ich will Ihnen alle anspornen, mich selbst auch. Nicht zufrieden sein mit was wir hören. Selbst entdecken, selbst groven, selbst mit der Bibelgemeinschaft haben, selbst mit Gott reden, selbst mit Jesus Christus reden, und laut dem Heiligen Geist als Wort einzig in aller Tod verändern. Da zu beten. Vater, Dankeschön. Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, dass du mit uns bist. Dankeschön, dass die Wahrheit, was du gegeben hast, als eine lebende Wahrheit. Die ändert nicht, die verschwindet nicht, die bleibt da, und wir können uns dort verloren. So, Vater, ich bete für jeden einen von uns hier so von der Samaria, dass du uns nur ansehen, dass wir wirklich würden sein Wort, die von uns weiß, wird die Wahrheit laut, wird es ausgelebt laut, und dass wir können, antworten, wenn was andere nennt, dass wir können sein Wort, wir können erlauben, was wir nicht können, nicht proben, gesetzlich zu wollen. Aber Wort ist doch, was du uns vertragen ist, was du uns von uns fordern ist, Herr Gott, dass wir nicht den Schwung verlieren, dass Menschen in Jesus Christus drehen. Aber mehr und mehr werden die kennenlernen. So, wir danken dir und preisen dir in Jesus' Namen. Amen. Dankeschön für die Botschaft. Zum Schluss werden wir uns singen, Our God, He is Alive. Beyond the edge of blue,
für sie hat für den Abfall der Stände, diese, wo ihnen kein Abnehmen da, der da stößt. Sag mal, lesen zum Sehenspruch von Römer 15. Und das heißt es dir, mocht uns Friedensgott, der als Herrn Jesus den großen Schubswort vom Tod abgebracht hat und durch sein Blut einen ewigen Bund reingemacht hat, ihn fähig merken in alle Gode und zum Dümmen, was Gott seinen Willen ist. Mocht hij durch Jesus Christus dort wirken, worin hij ihn gefallen hat. Jesus Christus traf alle Ehe von Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, schön, wie das